Es ist wieder soweit. Habe ich das richtig gehört? Wir laufen wieder. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich einsteigen soll. Ich sag mal nur eins. Welcome to England, to London. A bottle of water. Oh, warte, stoßen wir an. Das hat keiner gesehen. Damit wurde das letzte Video ja ausgeleitet. Und damit leiten wir es wieder ein. Leute, es ist aber nur Wasser. Ja, ich wurde schon gefragt, ob ich die Alkoholsucht am Start hat. Aber das ist heute nicht Thema, ihr wisst nicht, was passiert ist. Markus und ich denken uns nichts Böses. Denken uns, ey geil, die Saison ist vorbei erstmals. Jetzt können wir ja wieder was unternehmen, können ein bisschen rumtraveln. Haben wir uns gedacht, fliegen wir zwei ganz spontan mal am Freitagabend nach England, um genauer zu sein, Nähe London. Ich weiß nicht, wo wir sind, wie der Ort hier heißt. Braintree. In Braintree, um ja, eine geile Zeit zu haben und den einen oder anderen Profi-Bodybuilder zu besuchen. Angefangen hat das Ganze gestern Abend am BER. Flug sollte um 21 Uhr gehen. Wir waren um 2:15 Uhr nachts, englische Zeit, hier in unserem Hotel. Hier angekommen, haben wir dann eigentlich nur noch Bock gehabt zu pennen. Kommen ins Zimmer rein, steht da einfach ein Einzelbett. Markus guckt mich an, ich guck Markus an. Der Rest war Geschichte. Und morgens früh um 7 habe ich mich schon auf die Lauer gelegt, um mal ein bisschen die Nachbarschaft zu erkunden. Nachbarschaft wirft nicht viel ab, deswegen ich natürlich ohne Meals hingeflogen, denn ich habe mich auf den Jungspund verlassen, den wir jetzt gleich treffen. Er ist, ich sag mal so, Platz 3 der Welt. Da kenne ich noch wen. Und wir dachten uns, wir tun uns zusammen. Aber klassisch, wie der Bodybuilder so ist, hat er vercheckt, dass wir dieses Wochenende kommen. Ja, also ganz real zeigen wir euch jetzt am heutigen Tag, wie ein Bodybuilder ungeplant auf Reisen unterwegs ist. Das Ganze fangen wir natürlich an. Polacco wäre nicht Polacco, hätten wir da hinten kurz mal vom English Breakfast. Was by the way nicht gerade sehr, also es gibt nur English Breakfast und das war's. Deswegen dachte ich mir, ich schnapp mir einen Bagel, habe mir hier ein paar Früchte gemacht und habe mir einfach das komplette Ei, das waren bestimmt 10 Eier, habe ich mir jetzt hier quer auf den Teller geladen. Dazu ein paar von den Baked Beans und die fahren wir uns jetzt ins System. Aber Hilfe naht, denn natürlich wäre ich nicht ich, wenn ich nicht schon was in die Wege geleitet hätte. Deswegen willkommen im neuen Video, willkommen in England, Polacco, Full Day of England. Let's go. Yo, yo! Oh, what's up? How are you doing, brother? Oh, Welcome to the hood, welcome to Hey, man. Yes, sir. Welcome to my side of town. How's it going? How's it going? Good. Hey Samson. Yeah, how's it going, man? It's Good, Marcus. Nice to meet you. Well, nice to meet you, man. It's so weird to sit here inside. Oh, hey, that side of the we car? drive on the left side. This is why you're in the. This is how you know you're in the UK. Yeah. Yo, how was it, man? I thought you didn't get here too late. Yeah, we got pretty late, bro. But it's okay. 2:30 a.m. Did you get any sleep? Yeah, a little bit. Yeah? I'm just still in this prep mode, you know, wake it up. Oh, with all that. regime. And I saw your transformation. I didn't Dude, remember. yeah, You man, look like a man's physique guy in 2019. Yeah, man, this is where it come from. Bro. This is where it come from. It's like, you know, and I look back at it sometimes and I'm like, shit, like you don't really realize it because you're so focused on what's next. When you go back and have a moment when you finish the show and you look back and say how far you've come, it's always that kind of point where you just look at it and go, man, what a freaking journey it's been. You just want to think, man, all that work, all that grinding, it was all worth it. Yeah. You know, it was definitely all worth every inch of it, you know. So this one is just, you gotta enjoy it, man. You gotta enjoy what you've done. Oh, yeah. You know, take that time for it, you know. So, yeah, so since we go off stage on Saturday, I'm just like, yep. Yeah. I'm on a break this week. I'm literally spending time with my family and doing nothing. I just want to, because they've been through like this, the prep has been hard. Yeah. You know, this prep has been hard and it's taking a toll on all of us. So it's like, look, listen right to now, this podcast you talked about. Yeah, man, it takes a toll. You know, it's not one thing for you to be
struggling through it, but you know, you put your family through it too, man. So after you're done, you know, you just want to give everybody actually enjoy and let them realize what shut you did. down the outside. Yeah, so. you know, so he's trying to catch up with friends, catch up with family again after you shut everything down and reconnect and realize, oh look, okay, it was only doing the prep, man. Everything's good. Hey, Victor. hey. Machine. That's the real killer here. Hello. Hello, nice to meet you, Marcus. Nice to meet you too. I know this one. Oh, that's the one. I still gotta put it away, man. Yeah. Gotta go that friend. Got the same one at home. What are you having? I don't need anything, thank you. Here's on, like man. 3 chocolate bars. No and, way. I had break. That's the meal Are you prep for serious? camera, guys. Are you serious? some Weather Bix and some chocolate bars. That's it. So we got oats. Tell me what you have, my friend. I have 3 times 100 grams of rice and 200 For chicken. breakfast? No. For breakfast? Think about breakfast first. just some oats and some whey in it. And Okay, how much oats? Some berries. No eggs? No, I had Oh, some, you don't do eggs? Okay. No, I'm good. We just had 10 eggs. I just take whey protein. Okay, so how much oats? The good old Quaker oats, 100 grams. 100 grams. Do you blend them or do you just have them? No, I eat them. I'm a classic guy. I'm Okay. small, you know. Guys, like, when I'm done with the show, I'm done with the show. I'm gonna diet for another week. This, I know Man, it's it's still this. eating diet and stuff like that. So that way you don't have to push more next time. Because if you Yeah, Wird that's schon gepreppt. Ich wollte gerade sagen, okay, dann. der Tag hat mies angefangen, Ja. aber jetzt bin ich glücklich. Wir haben die Meals am Start. Wir haben die Simpson Dauder Special Sauces. Wir haben 2 Meals mit Kartoffeln, yeah, I mean, if you want to, ein Meal mit Rind und Reis you don't want to be there or und something. nochmal ein Reis und Yeah, Chicken. yeah. It is heavy. I'm not ready for this now. Dude, but it's here, man. I Look at that. I just said to Samson last time we went to William Bonek's place. Shout out to you, bro. But he has 2 of those, and I just saw this coming into this place, and I'm like, hey, this year we need to change it. Oh yeah, I want another one right here too. Yeah, I'm like, yeah, You get them. William. I want one like you. I want 2 too. Oh, that'd be cool. What? This one? This one, that's heavy too. Yeah, I got this one You as got well. this one. Yeah, I think I got this one. Honestly, I told you. Remember when we first met? We were living in an apartment. Yeah. And we were struggling and everything else. And 2019. I keep saying, man, I feel blessed because this is all because you're doing a sport you love that changed your life. You did it, bro. You did it. And I couldn't never be not grateful for this sport. Die Meals wurden verhaftet und aufgeladen und jetzt verlassen wir die Bude. Samson got 3 beasts. This guy behind us here. That's beast number 1. And we have the BMW beast over there. And that's the real beast. And now we're gonna take a drive with it. So I'm getting more motivated to do my driver's license finally. Oh shit! I just wanted to go inside here. Go. No. Oh yeah, because you're there. Yeah. Dude, Because you're driving the wrong let's side. get that. Yeah. You German, you know where the German cars Yeah. is. What's wrong with you, bro? What the fuck? Oh yeah. How's it been? You like the new Drake album? I don't know. No way. I don't know what's wrong with you guys. Yeah, baby. Oh yeah, my phone went all the way to the back seat as well. What the fuck? How often do you drive this car? Once a week. Yeah? Yeah, because normally I'm always comfortable in that one. Yeah. And then when I normally the only time I ever drive this car is when I just want to go for a drive. And I'm like, okay, I just fancy going out and just driving past the country and stuff like that. So maybe once a week, twice a week.
Most of the time it's like it sits there and I'm You like, okay. need to get this thing over on a German autobahn. Oh, you have no idea how badly I've been wanting to just put time on, man. Bro, Okay, I'll see bro. you this evening, man. Yeah, see you. Get me when you guys Thank are back. you. Yeah. Yeah, I'm waiting. Dude, see you soon. See you in a bit, See you in a bit, man. Thanks for the ride. And drive safe. Nachdem das Frühstück jetzt wieder fast oben rausgekommen ist, nach der Achterbahnfahrt, verlassen uns jetzt Samson und seine Frau erstmal, denn was der zweite Fail war, was ich heute Morgen gar nicht erzählt habe, Samson dachte einfach, wir kommen nächstes Wochenende. Und das habe ich erfahren gestern, als wir im Flugzeug saßen. Von dem her ja, hieß es dann improvisieren und das machen wir jetzt in dem Sinne auch, denn die zwei, wir haben ja über Time Off geredet, die haben jetzt heute den Tag zusammen geplant und da habe ich vollsten Respekt und verstehe das natürlich. Ich weiß ja selber, wie wenig Zeit man dann mit seiner Liebsten hat oder seiner besseren Hälfte. Deswegen nehme ich heute meine bessere Hälfte, Markus, und wir machen einen schönen Tag in London. Mal gucken, was uns da erwartet. Wir haben jetzt hier mitbekommen, dass der Zug direkt von hier ins Herz Londons fährt. Polacco holt sich ein Bahnticket. Das müssen wir auf Kamera festhalten. Das ist Premiere. Ich kenne ja meine Berliner Kontrolleure, deswegen da ist es recht easy. Aber in England weiß man ja nie. Und wir wollen uns nicht mit denen hier anlegen. Also nur 100 Pfund, ob 60 oder 100. Alleine hätte ich es riskiert, aber mit dir ist man so auffällig hier. Ja, hat mir das einer erzählt, dass ich jetzt mal eine Woche nach dem letzten Wettkampf in Braintree. In Braintree am Bahngleis sitze und jetzt hier gleich 45 Minuten nach London City fahre. Hätte ich auch gesagt, Junge, du hast nicht alle an der Waffe, aber Leute, ich will euch auch ein bisschen die Downtime zeigen, die Samson auch vorher angesprochen hat. Und ja, heute machen wir einfach, also cool ist schon mal, dass alle Meals set sind, das ist immer gut. Aber heute machen wir einfach einen chilligen in London. In London sind auch ein paar coole Gyms, also ich habe auf jeden Fall Bock, später noch pumpen zu gehen. Deswegen, wir nehmen euch mit auf einen chilligen Tag in London. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Aber war jetzt schon cool, auch den Morgen bei Samson zu verbringen. Und dann noch ein bisschen das Frühstück abgegradet zu haben. Ich meine, der Bagel und die 10 Eier haben nicht gereicht. Habe ich noch ein paar Haferflocken nachgeleert. Aber man findet immer Mittel und Wege, Leute. Das soll es euch auch zeigen. Selbst wenn man mal unvorbereitet ist, kann man immer irgendwie den Top 3 Bodybuilder Open aufsuchen und der macht die Meals. Nee, Spaß, aber kann man immer eine Lösung finden. Und man sollte das Ganze auch immer ein bisschen entspannt angehen. Das ist ein Lifestyle. Ihr müsst trotzdem auch lernen, flexibel damit umzugehen. Glaubt mir, den ganzen Tag oder ja, euer ganzes Leben zu Hause zu sitzen und nichts zu machen, da werdet ihr auch nicht unbedingt besser, werdet ihr mental schlechter und dann grabt ihr euch in ein Loch. Und das wollen wir alle nicht, deswegen unternimmt auch mal was. Vorbereitung ist die halbe Miete, einfach Meals preppen, mitnehmen und fertig, dann könnt ihr den ganzen Tag easy unterwegs sein. Es ist nur die Frage, wann der Zug kommt. Ja. Die gehen auch nach London heute. Vielleicht mache ich auch eine Street Show heute in London. Zieh da blank, dann haben wir das Rückfahrticket haben wir dann wieder drin reingewirtschaftet. Das erinnert mich an alte Zeiten hier. Mit dem Zug immer aus der Heimat Schwäbisch Gmünd nach Stuttgart gefahren. Zur Sportschule. Morgens um 5. Gibt den Vibe hier. Aber Zugfahren ist eigentlich recht chillig, wenn man sich auf die Deutsche Bahn immer verlassen könnte. Hoffentlich fährt die englische Bahn hier konsequenter. Also wir haben hier jetzt das erste Meal, Sweet Potato, White Potato und Chicken. Und ich wollte nicht nach Gemüse fragen, weil ich mich da als Classic Physikathlet ein bisschen so geschämt hätte, weil der isst ja gar kein Gemüse. Wirklich nicht? Nee, das habe ich in einem seiner Videos mitbekommen.
Und deswegen, ja, wird das wohl eher gemieden. Ich weiß, wann ich das letzte Mal Süßkartoffel gegessen habe. Ich weiß es selbst nicht, aber es ist schon lange her. Und? Es ist sehr geil. Ja, vielleicht steige ich da auch wieder ein bisschen mehr drauf um. Das Chicken ist auch sehr geil. Marks Tay. This is the service to Colchester Town. 12:30 Uhr in England, da ist London. Und wir fahren gerade in eine ganz andere Richtung. Vor allem 45 Minuten. Ich denke so, irgendwie kommen wir dem Ziel jetzt nicht wirklich näher. Und dann gucke ich auf die Karten und denke mir, perfekt. Also wenn wir jetzt den richtigen Zug kriegen, dann brauchen wir nur noch eine Stunde. Ich habe gerade geguckt, 1:30 Stunden. Ja. Markus und ich haben es mal wieder verschissen, denn wer ist nicht dabei, wenn man sie braucht? Routenplanerin Alice, die hier alles abgecheckt hat. Wir sind klassisch in den falschen Zug eingestiegen, beziehungsweise den richtigen, haben aber den Ausstieg verpasst. Dachten uns dabei nichts Böses. Und jetzt sind wir in Marks Tay. Marks Tay. Gute Cola Zero am Bahnsteig. Und jetzt wollten wir nicht den 160 Pfund Uber nehmen, 1,5 Stunden nach London. Moment mal, vielleicht kommt er doch noch zum Einsatz. Ja, je nachdem, wo wir jetzt landen. Mal. Also, viel Spaß mit dem Travel-Vlog. Da ist unser Zug. Jetzt können wir es nicht verkacken, denn wir fahren bis zur Endstation jetzt. Das haben wir schon mal geschafft hier. Villeray Quay Station, für alle, die es interessiert. Und wir müssen jetzt noch einen Zug nehmen und dann sollten wir es geschafft haben. Also drückt uns die Daumen. Steuern in die richtige Richtung. Ah ja, oder? Ja. Das ist er. Guck mal, das war der perfekte Bodybuilding-Lifestyle. Ich war heute Morgen spazieren. Ich habe die Meals. Ich habe jetzt sogar einen Powernap gehabt, eine halbe Stunde im Bus. Also ich weiß ja nicht, wir haben es 13:40 Uhr. Wir werden jetzt einen herrlichen Kaffee trinken in London, Sightseeing machen, in ein geiles Gym gehen. Also das nenne ich Time Off. And we made it, sogar eine halbe Stunde früher. Das heißt, wir werden London erkunden. Ich habe auf jeden Fall eine Mission. Das ist meiner Herzensdame was Cooles mitbringen. Ich war heute Morgen schon im Supermarkt, dann habe ich diese Rice Krispie Treats gesehen, was die so gerne in den USA gegessen hat. Die werde ich morgen auf jeden Fall auch voll stopfen, den Koffer damit. Wenn ich auf Reisen bin oder unterwegs, vergesse ich immer zu trinken. Ich brauche so einen Trinkrucksack eigentlich. Du brauchst so einen Trinkhelm. Ja, mit so 2 Dosen Ready to Drink Protein. Weiber hier, ne? Samstagnachmittag. Schon mal vorgeglüht. Die haben sich erstmal hier einen kleinen Prosecco gegönnt. Die riechen auch, als würden sie gerade frisch aus dem Douglas kommen. Ich sehe schon das Toilet-Zeichen. Da muss man jetzt erstmal kurz hin. Polacco alleine in London. Erstmal for the gram. Machen wir jetzt hier ein klassisches Bild. Alice wird es besser machen, aber ich gebe mir Mühe. Guck Markus, der legt sich ins Zeug hier für die guten Pics. Weißt du? Mein Kameramann. Scheiße. Andere Kameramänner. Die machen ja alles für die Klicks. Da müsste ich raufgehen und jetzt eigentlich blank ziehen.
lass mich von der Stadt inspirieren. Für was der Laden jetzt letztendlich da war, das weiß keiner von uns. Aber scheinbar scheint der ganz gut zu funktionieren. Also so ein Pop-Up-Store können wir auch in Berlin aufmachen, Markus. Wenn es mit YouTube nichts mehr wird. Oder ein Smoko Loco. Wow. Junge. Schmeckt schon geil. Alter. Probier das mal. Junge. Groß, wir können doch nicht einfach alles leer fressen. Das sind Proben. Wir hätten gar keine Meal Prep gebraucht heute. Thank you, buddy. Thank you, guys. Trick 17. Wenn ihr euch was abschnaut, müsst ihr mal sagen. Richtig geil. Wir drehen noch eine Runde und dann kommen wir wieder und bestellen was. Polakos Überlebenstipps in London. Das ist hier moderne Kunst. Ja. Also wenn Künstler sein so einfach ist, dann sollte ich auch mal anfangen. Du bist doch schon Künstler. Auf der Bühne. Ich werke an meinem eigenen Körper. Das stimmt. Fazit zum Brettcafé. Kaffee habe ich getrunken. Okay, beruhigt das für dich nicht. Mach mal einen Vergleich. Starbucks, Brett. Ja, ich muss die jetzt schon nebeneinander haben und pasten. Und vor allem, weil ich den auch abkühlen lassen habe, das ist schon mal ein großer Benefit. Normal verbrenne ich mir jedes Mal die Gosch an dem Kaffee, weil der überheiß ist. Das hält 2 Tage an, dieses Verbrennen. Ja, und das ist so dieses, und dann trinkst du mal so. Ja, Mann. Genau so. Und dann merkst du erst, okay, shit, ist doch ziemlich warm. Also jetzt abgekühlt, richtig geil. Americano. Ich brauche auch mittlerweile gar keine Milch drin. Das ist so seit der Prep. Seit der Prep bei Brett. Nee, Aber nicht mit Brett. oh, Oha. was ist denn hier los? Aber sag mir eine Frage. Ich meine, die Wettkämpfe sind jetzt eigentlich erstmal durch für dieses Jahr. Machst du jetzt irgendwie was anderes in Sachen Diät? Bist du Off-Season? Bist du nicht Off-Season? Wie? Die große Frage, gut, dass du sie stellst. Was bin ich jetzt? Bin ich, in welcher Phase bin ich? Also, Stand der Dinge ist, es ist der 25. November, sprich die Weihnachtszeit steht vor der Tür, der Dezember steht vor der Tür und da solltet ihr auf jeden Fall eine geile Weihnachtszeit haben, die werde ich auch haben und dann geht Ende Dezember, also nach Neujahr, genau 11 oder 12 Wochen out, die Prep wieder los. Sprich, wir haben jetzt eine kurze Regenerationsphase. Wir schauen, dass wir den Body schön cleanen, den Body schön entspannen, erholen, im Sinne von nicht überlasten, aber ich werde auch mit dem Training wieder gut einsteigen. Weitere Videos werden noch im Dezember folgen. Gibt es wieder Visite beim Coach und versuchen jetzt mit dem Gewicht nicht extrem hoch zu schießen, wie jetzt. Also gestern habe ich 106 Kilo gewogen.
Das ist 2 Kilo über Wettkampfgewicht, 3 Kilo über Abwagengewicht. Also das erste Mal, dass es mir so gelingt, wirklich auf Spur zu bleiben, und ich fühle mich auch viel besser, muss ich sagen. Ich gönne mir 1-2 Mal die Woche ein Cheat Meal, wenn ich Lust drauf habe, und so lasse ich das Ganze bis Ende Dezember laufen, und dann geht es in die heiße Phase. Aber jetzt heißt es erstmal enjoy ein bisschen die Woche, und letzte Woche habe ich Freestyle trainiert, was ich Lust hatte, ein bisschen auf Pump. Gutes Stichwort, wenn der Kaffee durch ist, wird sich der Crank Pump Pro geladen, und dann geht's rüber. In 20 Minuten von hier ist ein ziemlich geiles Gym. Zwar etwas anderes, aber auch ein Oldschool-Studio. Ich habe da mal ein Seminar gemacht vor einem Jahr, deswegen kenne ich das, beziehungsweise den Ableger davon. Das ist nur ein kleineres Studio, aber sollte den Zweck erfüllen für heute, für den Schulterpump. Ein bisschen Cardio oder so, müssen wir mal gucken, wie wir hinkommen. Aber genau das ist so der Fahrplan. Also nochmal zusammengefasst, jetzt Fokus auf Regeneration, Erholung, Detox, den Körper ready machen für die nächste Saison, auch geistig ein bisschen abschalten, aber gleichzeitig auch immer noch auf Spur bleiben. Ich weiß, hört sich ein bisschen gegengesetzt an, aber ja, mit bewusst ein paar Tagen off und einem mentalen Abstand und dabei das Training nicht vergessen. Ich meine, man muss bedenken, ich mache den Scheiß seit 12 Jahren. Training ist immer ein Bestandteil. Ich liebe das Training. Training ist für mich Meditation. Training ist für mich, eigentlich runterkommen. Deswegen werde ich das Training weiter noch beibehalten, aber wir werden trotzdem gucken, dass wir dem Körper Regeneration geben, also darauf hören, was er mir sagt, und dem auch nachgehen. Ich merke jetzt auch, die Regeneration ist definitiv noch nicht so gut. Wir erhöhen jetzt die Kalorien schrittweise, machen eine wirkliche Reverse Diet, haben das Cardio wieder reingenommen, also lauter solche Geschichten, die gut für die Gesundheit sind und dem Körper jetzt auch Stück für Stück wieder mehr Energie liefern. Und dann heißt's, jetzt habe ich lang genug geschnackt, Arnold Classics 2024. Und zwar nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern höchstwahrscheinlich auch 3-mal. Und zwar will ich die Arnolds Ohio machen. Ich will bei der Arnolds UK starten. Und wenn die Pläne aufgehen, will ich auch in Südamerika starten, in Brasilien. Es wird ein wilder Ritt und ihr seid auf jeden Fall wieder dabei. Jetzt heißt es erstmal den Dezember schön mit Lifestyle überbrücken und das Leben so ein bisschen genießen. Kann man auch mal machen. Stehen auf jeden Fall ein paar coole Trips an. Bei den meisten seid ihr auch mit dabei. Genau. Einfach ein bisschen Good Life haben, gleichzeitig meinem Job nachgehen. Und das funktioniert bis dato sehr, sehr gut. Und ich bin auf jeden Fall sowas von excited auf 2024, das könnt ihr mir nicht glauben. Also als man angefangen hat, war Arnold so das große Vorbild, und man hat dann natürlich gleich die Arnold Classic gesehen, Flex Wheeler auch für mich, also der beste Körper der Welt jemals. Und den hat man da auch verfolgt, der war natürlich auf den Arnolds immer am Start. Und dann, dann hat man erst so auch mit dem Olympia und so vom Olympia Wind bekommen. Deswegen ist das für mich eigentlich vom Prestige genauso wie der Olympia, sind die prestigeträchtigsten Wettkämpfe der Welt. Und ist verdammt nochmal eine Ehre, da wieder Deutschland zu repräsentieren. Und da kriege ich meinen Battle dann auch, das könnt ihr mir glauben, und da laufe ich heiß drauf. Das war gut, jetzt im Nachhinein, ich habe ja ein paar Wochen Zeit gehabt, das zu reflektieren. Und zwar hat es mich im Moment angepisst, so, weil mein Ehrgeiz will natürlich in den Last Callout zusammen mit Chris, zusammen mit Dino. Aber es war gut, denn glaub mir, jetzt ist der Bär nur noch hungriger geworden. Und jetzt reißen wir uns Gottverdammt nochmal den Allerwertesten auf und werden nochmal mit Verbesserungen zu Arnolds kommen. Deswegen, ich bin extrem gespannt, wie die nächsten Wochen und Monate ablaufen. Mental, ich bin immer noch Feuer und Flamme, also ist nicht im Vergleich mit den anderen Preps, habe ich ja in der Vorbereitung schon gesagt, da die Vorbereitung ziemlich smooth lief, ist es jetzt auf jeden Fall so, dass ich
ich hätte ja theoretisch nach Prag jetzt noch weitere Shows machen können. Also ich hatte auch voll Bock. Stefan hat nur dann gesagt, Junge, Handbremse. Jetzt müssen wir uns auf die Regeneration und dann auf die Arnolds fokussieren. War auch ein guter Call, aber wie gesagt, ich bin heiß, ich hab Bock. Ich bin wie ein Bär, den du an der Kette gefangen hältst, der eigentlich raus will und jagen gehen. Und deswegen freue ich mich auf eine geile Zeit auf jetzt. Auf jeden Fall auch mit der Family, mit den Friends über die Weihnachtszeit und über Neujahr dann mit Alice auch ein bisschen was zu unternehmen. Und dann starten wir gemeinsam rein ins 2024er Jahr. Das ist mal so ein kleiner Vorabblick. Denn ja, ihr wolltet wissen, was abgeht. Jetzt wisst ihr es. Trinke ich meinen Kaffee leer, weil jetzt wird mein Mund schon wieder hier sprudelnder Wasserfall. Und ich will einen Pump. Ich will Pump in der Schulter. Magischen Rucksack haben wir alles dabei. Okay. Was braucht man? Aqua, Shaker. Da ist der Pumpbooster schon drin. Zwar nur eine Portion, weil ich eigentlich dachte, ich gehe noch morgen mit Samson, aber morgen wird er mir dann einfach einen Booster ausleihen. Und für Post-Workout haben wir perfekt für unterwegs zweimal den Daily Sour Power. Dein Lieblingsgeschmack? Nutze ich gerade 2 Portionen morgens, 2 Post-Workout. Ich finde einfach, ja, es eignet sich auch extrem geil als so Intra-Post-Workout. Intra theoretisch noch ein bisschen schnelle Carbs dazu und dann hat man da ein bombastisches Produkt. Aber ich nutze das Post-Workout einfach, um alles am Start zu haben. Glutamin für bessere Kohlenhydrataufnahme und für die Verdauung. Wir haben Kreatin am Start für ATP, für die Energiespeicher, dass die direkt voll werden. Kollagen für die passiven Strukturen. Und wir haben auch Leucin für den direkten Leucin-Peak und die direkte Versorgung. Also ja, wer sich das gönnen kann, sollte es tun. Jetzt war ja die Black Week und Black Friday, aber glaub mir, wenn noch Vorräte über sind, ich kann es nicht versprechen, weil der Daily ist immer direkt weg. Dann sichert den euch auf jeden Fall, wenn nicht, dann beim nächsten Mal. Und Alter, weißt du, was angekommen ist? Es gibt ein offizielles 10 von 10 Whey. Also ich dachte ja, mit Cinnamon Cereal wird es nichts mehr geben, was das noch toppen kann. Ich wollte gerade sagen, es war doch so eigentlich. Es war also wirklich, ich habe den Scheiß geliebt. Also Cinnamon Cereal ist brutal, aber da ist gestern eine Dose reingeflattert. Ne, lass mich nicht lügen, vorgestern. Pistachio White Chocolate Designer Whey. Und so weißen Schokostückchen drin, da denkst du echt, da ist alles zu spät. Also das ist auf jeden Fall meine neue Nummer 1. Ich weiß nicht, ob ich das schon leaken durfte, aber wenn das Produkt bei mir ankommt und ich das feiere, also wirklich feiere, dann hau ich es auch raus. Ich muss sagen, das Peanut Butter Whey ist nicht so 100% meins. Ich war da so ein bisschen, also ich bin mit mehr Hype rangegangen. Ja. Hab's dann geköstigt, einmal als Drink und einmal als Pudding. Als Drink geht's noch mehr klar. Den Pudding, den ich mir immer mache und wahrscheinlich jetzt schon mittlerweile die halbe Community, habe ich nicht so ganz gefeiert. Hat so ein bisschen Kaffeegeschmack noch mit drin gehabt. Aber dafür das Pistachio, Alter, das hat mich im Dreieck rumgescheppert. Sollte jetzt auch irgendwann rauskommen, also vielleicht, wenn das Video draußen ist, schaut einfach mal vorbei. Ich sag Stößchen und ab ins Studio. Senegalesisches, afrikanisches Essen. Very nice. Yeah? You got big muscles, man. You like workout? I got some good stuff for you. This is made of peanut butter. So you got lots of calories into it as well. And this one here is quite light. So it's made of coconut milk. You got chickpeas, mushrooms, and spinach. And you got chicken. You need your chicken, bro. You need your calories, man. The good old chicken, eh? Hier, 100% vegan. Ja, da halten wir Abstand von. Hello. Hey, sorry, would you mind if I take a picture? Oh, let's like do this, here bro. on the biggest side. Hey, thank you. Thank you. Is that it for vlog? Yeah, that's my.
Ordentlich Huhn am Start hier. Hier, die will mir nochmal Huhn anbieten. Korean street fried chicken. I'll put it away in the market. Really nice. We have 3 size, small, medium, and large. What about this one? You can choose the topping. Korean street fried chicken. Sir. This one looks good. Temperature hot, yeah? So if you want it, you can mix and match. You can choose any 2 toppings with rice only the base, only for 8 pounds. Sir. Really nice. Polacco in Gefahr. Heute Hühnchenbasar. Feier ich. Wow. Junge. Ohne Witz. So einen Markt mal auseinandernehmen. Guck mal, hier gibt's Sachen, Alter. Die kenn ich gar nicht. Und egal wo du hinläufst, drückt er dir ein Stück Chicken die an. How can I? You can have a mix and match everything, anything, yeah? Wow. You got 2 sides. Hungry, very hungry. You can have a mix and match everything, anything. Ultra hungry. Macht ja alles frisch auf jeden Fall. Es gibt gleich den extra Pump im Training. Junge, Junge. Der Peanut Butter Browser. Weißt du, das hat schon einen Grund, warum es bei solchen Läden hier keine Proben gibt. Hier gibt es Cookies und zwar. I subscribe, guys. Yeah, nice. Subscribe. That's what's up. And come here to London and get the best cookies in town. They're gluten free as well, so. They're vegan, they're healthy. You need to try. Let him try one. Let me try a piece. Thank you. Thank you. Oh yes, Yeah, it's really good. I don't very nice. He's actually vegan, so. Oh, really? He is not. Yeah, I'm not and I like it, so. It's good. Even better. Danke. Thank you. Have a good day, guys. You too. Pre-Workout Cookie. Was haut der hier auf den Grill, Alter? Was sind das Pancakes? Nee, Mann, das ist Brot. Es ist Cornbread. Venezuelisch, ist auch glutenfrei. Krass. Hey. Und dann gibt es hier so eine Platte, Alter, die kannst du dir zusammenstellen. Shredded Chicken. Beef. Das ist sogar richtig clean, Alter. Was willst du mehr? Aus Korn, also wie der Maispudding, glutenfrei. Haut dir das auf den Grill und dann kriegst du Chicken drauf. Kein Wunder, die sind alle so breit in den Ländern. Und auch preislich echt okay. So. Jetzt haben wir die Zeit gut überbrückt. Jetzt laufen wir noch 500 Meter. Und dann scheppert auch der Crank Pump. Und das 16. Cookie, was wir uns gerade geladen haben. Aber ich bin echt Fan, muss ich sagen. Diesmal London, vielleicht liegt es an dir, my boy. Aber diesmal London finde ich echt richtig cool. Da ist ein Bubble Tea Laden. Was ist das überhaupt? Das ist einfach zuckriger Tee oder was? Das ist einfach purer Zucker mit irgendwelchen Zuckerbubbles sozusagen. Mit Zucker. Ja, das schmeckt einfach. Es schmeckt einfach beschissen. Alter, das ist es doch, oder? Hä? Also das, da punktest du auf jeden Fall. Feierst du das? Schon geil. Ich soll dich kurz anrufen, oder? Nein, Mann, das ist eine Überraschung. Ja, aber nicht, dass die es nicht feiert. Ja, dann trage ich's oder du. Ja, Size L. Ja, dann trage ich halt. drin sehen. Aber steht dir sowas? Eigentlich schon, gell? Ja, das feiert die, komm. Und für die immer so unsympathische Alice eigentlich noch so Smiley-Socken, oder? Ja, die könnten auch was sein. Ja, aber weiß trägst weiße Socken, Alice, nee. Schwarz und schwarz, da machst du nichts falsch. Was man auf dem Weg ins Gym alles so findet. Geschenke für die Frau, Huhn für den Mann, noch mehr Huhn. Einen veganen Cookie für den Kameramann. Ja, hey, stimmt. Sind alle glücklich gemacht. Alle happy. Ich hab Bock. Das ist richtig nice. Okay.
So. Das, gut. Hätte schief gehen können. Wäre ich jetzt noch richtig auf Diät gewesen, das wäre Game Over. Hätte ich in der Wheelchair-Klasse mitmachen können nächstes Jahr. Du guckst aber automatisch immer nach links. Da musste ich aber auch. Was ist das denn für ein krankes Gym? Oh je. Das endet, wird eine böse enden. Das ist ja genau die richtige Atmosphäre, Alter. Man trifft Oldschool auf geile Geräte und einen geilen Vibe. Ronny war auch schon hier. Nice. What size in my best? 3XL. 3XL, alright. The owner's 3XL. Black on black. You can open one? Yeah, take the white one, it's good. Thank you, brother. Thank you. Appreciate it. Do we have something to drink for me? Yes, of course, of course. Just go over here, my colleague will get you something. Hey, what up? Right? Can we take a picture quick? Go on. Good to see you, man. In my YouTube now. You training here now? Yeah. Where are you training? Oh, okay. Alter, wie groß ist es denn hier? Wir sind ja, hier steht ein fucking Boxring drin. Ey, Mann, so ein Studio, Alter. Klingt schon wieder ein zu viel hier, ne? Für Schulter, Nacken steht hier schon alles bereit. Müssen wir den Raum gar nicht weg. Weil einfach, oder zur Zeit einfach geil Spaß haben im Training. Das machen wir, was ich Bock hab. Bock hätte ich eigentlich auf jede Muskelpartie jetzt vollkommen wegzuscheppern. Oben den Beinbereich gesehen, hier die Geräte, aber Schultertraining sollte halt gut ballern. Lass doch mal die Leute trainieren. Ja, jetzt gehe ich den Leuten mal. Fala galera. Fala Brasil. Okay, nice. Awesome, yeah. You're much bigger in person for sure. Thank you. Das ist schon immer ein Diss an mich, wenn die das sagen, ne? Ja, Junge, da musst du dich halt mehr ins Zeug legen. Musst du mich mal besser darstellen hier. Only for you. He talk all the time. Yeah. Yeah, we just talked about it. Yeah. We said like Polska is really into bodybuilding as well. Yeah, yeah, and because I'm from Poland, you know. I know. Yeah. But you live in the Germany. Yeah, now I live in Germany since I'm a kid. Yeah. But my whole family and parents are from Poland. Bisschen von den Shreds sind noch da. Cheers, bro. Have a good workout, man. Ja, danke. Weißt du, normal klären sich die Mädels das IG. Heute macht's der Boy aus der Hood. Das ist auch geil hier. Also das ist, man nennt das auch oldschool as fuck. Das liebe ich ja. Und das ist Pflicht, das muss man hinterm Kopf machen. Das darfst du gar nicht vor dem Kopf machen. Schulter bläst so auf, ich kann meinen Arm schon nicht mehr heben. Genau das bedarf's. Heute Schulter, Nacken.
Beats stimmen hier auch. Whenever you want. Just grab some wine. Super Satz hier noch. Frontheben. Es geht auch nochmal auf den vorderen Schulter, Kopf und Nacken. Und an der Maschine Nackenheben isoliert. Ich glaube danach noch ein bisschen Seitheben. Vielleicht irgendwo noch eine Bauchübung. Und dann noch Beine. Und dann noch Beine. Und dann kurz in die Sauna, Gewicht machen und ab hier auf die London Show. Ich probiere die Seitheben-Maschine noch. Nur aus Interesse. Auch da noch oben ein bisschen Bauch, Cardio. Lad die Stories hoch, beantworte ein paar Nachrichten und dann sind wir gut dabei. Aber die Maschine ist wieder besetzt. Die ganze Zeit, wo wir hier waren. So, Training ist durch, Sonderzuschlag auch erledigt und nach dem Training ein bisschen Cardio gemacht. Es war eine verdammt geile Session, ich muss sagen, so räudig wie der Tag angefangen hat, beziehungsweise die Nacht. Deswegen immer positiv denken, hat mir auch Alice geschrieben, so ey, macht das Beste draus, genießt die Zeit und die haben wir genossen. Für mich ist, weiß nicht, für mich ist das Film auch so, Content machen, keine Arbeit. Ich nehme euch mit bei der Reise, bei dem, was ich liebe, meiner Leidenschaft im Bodybuilding. Und ja, wenn ich immer in so unterschiedliche Gyms gehe, geht mir schon ein Herz auf. Das ist für mich auch irgendwie eine Art Meditation, eine Art Abschalten, eine Art Urlaub. Aber jetzt sind wir durch, jetzt sind wir fertig. Jetzt gucken wir, wie wir heimkommen. Aber ich habe schon geguckt. Ich meine, 2 Stunden Bahnfahrt wirst du wahrscheinlich... 2 Stunden Bahnfahrt, da bin ich wahrscheinlich komplett raus. Aber wo ich nicht raus bin, ist erstmal bei Post-Workout-Versorgung. Ihr wisst, ich habe rumprobiert. Ich nehme jetzt 2 Portionen daily morgens, 2 nach dem Training. Also für alle, die sich das leisten können, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Für diejenigen, die das nötige Kleingeld nicht haben, ist gar nicht schlimm. Dann nehmt ihr einmal am Tag das Daily, vorzugsweise einmal am Tag, entweder morgens oder nach dem Training. Und dann seid ihr auch bestens ausgestattet. Ich finde einfach hier mit der doppelten Dosis, ja, kommt auf jeden Fall mehr rein ins System und ich sag's euch, Sauer Power, den Geschmack, denn ich kann es den ganzen Tag saufen, deswegen habe ich hier auch nochmal eine frische Flasche Highland Spring Water bestellt, denn mein Trichter habe ich im Hotel, deswegen saufe ich das jetzt hier so leer, fülle da nochmal nach. Alter, der Geschmack ist einfach the goat. Ich sag Stößchen. Was uns morgen erwartet und euch, liebe Bären Army, im nächsten Video wird eine knackige Session, eine Early Bird Back Session mit dem drittbesten Bodybuilder in der Open der Welt. Das ist irgendwie cool, wir beide aus Europa, ich in der Classic, der dritte, der in der offenen. Also seid gespannt, der Löwe und der Bär, der Miracle Lion sozusagen, kommen zusammen. Samson, ich leaks jetzt einfach mal für ihn, wird auch bei der Arnold starten, aber als Reigning Champ sollte es eigentlich klar sein, deswegen seid gespannt, schaut im nächsten Video auf jeden Fall auch vorbei, das wird eine geile Nummer und dann sage ich Stößchen, Code Polako bei ESN, Miracle Wear abchecken und supporten und wir sind raus für heute.
Adios aus London.